Servus. Hi, my name's Anthony Barry. I come from Liverpool, England. I'm 36 and I'm one of the assistant coaches with Thomas. I work in many different areas but also specialize in set pieces. Servus, ich bin Joat Löw, ich bin 44 Jahre alt, ich komme aus Ungarn, aus Budapest. Ich bin Co-Trainer unter Thomas Tuchel. Meine Aufgabenbereiche sind sehr vielfältig, weil wir eigentlich alles zusammen machen als Team. Mein Name ist Arno Michels, bin 55 Jahre alt und komme aus Trier. Ich arbeite schon seit 2009 mit Thomas zusammen. Der Arno ist eine Maschine. Der Arno kann tagelang Video anschauen, der kann tagelang Video schneiden. Der lebt und liebt Fußball. Arno ist Fußball durch und durch. Den durfte ich ja noch als Spieler erleben. 2009 war er noch Spieler von uns und er ist gereift über seine Trainerstationen, dass er nicht oberflächlich, sondern sehr, sehr intensiv ist. Mag ich total. I think the both of them, I would absolutely say the best character trait of them is honesty. Arno ist auch natürlich durch seine Alter, seine Erfahrung auch, ja, bei unserem Trainerteam ist derjenige, der das Trainerteam auch so ein bisschen zusammenhält und so. Ja, es ist wahnsinnig humorvoll, super humorvoll, aber was ich an ihm besonders mag, ist seine Klarheit in der Sprache. I'm a younger, energetic coach and pretty much every day I'm excited to be here, so hopefully that comes out and rubs off on the guys. It's a family. As a staff we are very, very close. We spend a lot of time together. Our wives, our children, they're also friends. Our relationship is one that is so close, and that closeness allows us to work at a high level because we can be totally honest with each other. We can say certain things to each other that, as a staff, if you did not have this feeling of family, that maybe it would not work. And I keep hearing that word a lot around Bayern Munich, that this club is a family. And we're happy and proud to become a part of it. Weil wir eigentlich alles zusammen machen als Team. Mindestens 300 Tage im Jahr sind wir zusammen, also mehr wie mit unserer Familie. Und wir sind gewohnt, einfach mal alles zusammen zu meistern. Ich würde sagen, dass wir Freunde sind, absolut. Unsere Familien sind sehr eng verbunden. Wir sind freundschaftlich verbunden. Ich glaube, dass das auch gar nicht anders möglich ist, wenn man in einem Trainerteam so zusammenarbeiten möchte. Dadurch, dass ich von RB kam, ich war eher gegen den Ball orientiert. Der Thomas kam eher vom Ballbesitzspiel und das haben wir wieder uns zusammengebracht in Paris und seitdem versuchen wir uns einfach in aller Hinsicht, in alle Richtungen besser zu machen. Aber gibt es keine speziell so getrennte Bereiche, was man macht. Anthony macht bei uns die Standardsituationen auf jeden Fall. Aber Arno, Thomas und ich, wir machen eigentlich auch vieles zusammen. I suppose the separate area for me is then the set pieces, that after we have decided how to play in the open play, then the set piece responsibility would become mine. If you want to be a top team, if you want to win, you have to be a top set piece team also, and it's just another area of the game that we will look to be excellent at. Meine Aufgaben haben sich im Laufe der Zeit immer wieder etwas verändert. Von der gesamten Organisation, Planung, Umsetzung des Trainings wird es jetzt ein bisschen mehr vielleicht weg vom Platz hin zu mehr organisatorische Dinge sein, die auch die Jugend mit betreffen, dass ich ein Auge habe auf unsere Nachwuchsspieler. I think as an assistant coach, once you understand who the human is behind the footballer, you have a greater chance to affect them. And it's never to create a relationship of conscious that you are trying to build something. It has to be totally natural because players, they have a complete understanding of who the coach is and what they're trying to be. And for me, it's to be totally natural with the player, to allow them to enjoy the football. This is their dreams coming true. And sometimes they put their dreams in our hands and we must respect that and treat it well every day. Ich sehe mich schon auch als Dienstleister der Spieler. Es geht ausschließlich um die Spieler. Und ich
glaube, dass man sich Respekt bei den Spielern verschaffen kann, wenn man sich sehr nachhaltig oder intensiv auch mit dem Spiel beschäftigt und mit dem, was auf dem Feld tatsächlich passiert. Und da die Leistung der Spieler spiegelt, auch unangenehme Themen anspricht, taktische Themen und technische Themen anspricht, Rückmeldungen gibt. Als Assistenztrainer hat man es ein bisschen leichter, weil man deutlich weniger Medienarbeit aufzutragen hat, deutlich weniger Entscheidungen treffen muss am Ende. Wir können das zum Beispiel auch abfedern, was der Trainer vielleicht nicht immer so jedem gerecht werden kann. The collaboration with Thomas is a relationship of respect, but also friendship. He is someone who, from the first day I met, I admired. We had many similarities in the way that we worked and the way we seen the game. And the collaboration daily is to constantly push and to try and be better. And for me, I could have no better head coach to work for. Ich schätze ihn sehr als Trainer. Von der ersten Minute, wo er mein Trainer geworden ist, 2009, habe ich einfach gespürt, dass er nicht nur menschlich eine sehr gute Charakter hat, dass er auch fachlich ein Top-Trainer ist. Wir sind sehr, sehr gute Freunde geworden durch die Jahre, durch die vielen Erlebnisse, was wir zusammen gehabt haben, und diese Freundschaft hält einfach. Ja, ich glaube, dass wir uns natürlich beide sehr, sehr gut kennen nach so vielen Jahren auch. Man spricht eine gemeinsame Sprache, man weiß genau, wie man Dinge sehr, sehr schnell umsetzen möchte. Ich glaube, es ist wahnsinnig viel Vertrauen da gewachsen über all die Jahre. Ja, das macht es für mich absolut besonders, mit Thomas zusammenzuarbeiten. Es ist immer wieder eine Anpassung an die neue Situation, an den neuen Club, an die neuen Spieler. So, und dass wir da nicht ein vorgefertigtes Programm haben, sondern uns darauf einlassen. Wir sind sehr, sehr ehrgeizig. Wir investieren auch sehr viel da rein. Also wir wissen auch, dass Erfolg nicht so von alleine kommt. Aber wir haben, glaube ich, auch in den letzten Jahren bewiesen, dass wir Titel gewinnen können. Wir haben 4 Titel gewonnen, also in Paris und auch beim Chelsea. Und wir haben einfach gemerkt, dass das viel Arbeit und qualitativ gute Arbeit sich zurückzahlt. Und genau die gleiche möchten wir gerne bei Bayern München umsetzen. Ich hoffe, dass wir noch viele, viele Jahre über Bayern München arbeiten dürfen. Das würde bedeuten, dass wir viele Trophäen gewonnen haben. Unseren eigenen Spielstil zu entwickeln, unsere Idee vom Fußball. Für Trainer ist auch immer schön, wenn man das, wie man über Fußball denkt, dann auch auf dem Platz sieht. Und das, klar, versuchen wir möglichst schnell, möglichst erfolgreich jetzt und möglichst nachhaltig in der neuen Saison zu zeigen. Of course, we are here to win. Whenever you come to Bayern Munich, that is the demands that you must win. But overall, just to add to the legacy of Bayern Munich, this is a huge club which has had huge success and big history, and we want to take our place in that history as well.